Es war ein nasser, düsterer Morgen, als Baton Rouge von den Fluten verschluckt wurde. Das Wasser stieg innerhalb von 2 Stunden um 5 Meter, ein Albtraum, der die Bewohner in Angst und Schrecken versetzte. Die Menschen hatten Angst, ihre Häuser zu verlassen, und die Tiere waren verzweifelt und verängstigt. Buchstäblich aus dem Augenwinkel bemerkte ich eine Bewegung im Gebüsch. Aus der Ferne konnte ich nichts anderes sehen. Mein Herz klopfte vor Aufregung und Furcht, während ich mich dem Geräusch näherte. Und dann sah ich sie, 2 Pitbulls, die keine Hoffnung mehr hatten, aus dem Wasser zu kommen. Sie waren in einer Wasserfalle gefangen und saßen mindestens 16 Stunden darin fest. Die Augen und die Nase der Hunde waren kaum über dem Wasser und ihr Blick drückte pure Verzweiflung aus. Ich zögerte nicht einen Moment und rief meinen Mitstreiter Daryl Watson herbei. Gemeinsam kämpften wir uns zu den Hunden durch das reißende Wasser vor. Die Hunde waren völlig erschöpft, aber sie spürten, dass wir ihnen helfen wollten. Mit aller Kraft zogen wir sie aus ihrer gefährlichen Lage. Die Hunde, die wir später Sadie und Max nannten, zitterten vor Angst und Kälte. Wir brachten sie auf unser improvisiertes Floß und fuhren sie an einen sicheren Ort. Sadie schien besonders schwer mitgenommen zu sein. Sie hatte große Angst um ihr Leben und in ihren Augen lag ein unsagbares Leid. Nachdem wir sie gerettet hatten, kam Sadie zu mir, legte ihren Kopf auf meinen Schoß und wimmerte und weinte wie ein Baby. Sie schien mir zu danken. Wir versorgten die Hunde so gut wir konnten und machten uns auf den Weg, um weitere Menschen und Tiere zu retten. Es vergingen Stunden, die sich anfühlten wie Tage, bis wir endlich alle Überlebenden sicher in Notunterkünften untergebracht hatten. Ein paar Tage später, als die Fluten langsam zurückgingen, fanden die Besitzer von Sadie und Max. Es stellte sich heraus, dass die Hunde vor Schreck weggelaufen waren, als ihr Besitzer den Lastwagen evakuierte und die Sachen darin verstaute. Die Wiedersehensfreude war herzzerreißend. Sadie und Max waren überglücklich, wieder bei ihrem Herrchen zu sein, und er war unendlich erleichtert, seine geliebten Vierbeiner wieder in die Arme schließen zu können. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.